Ja, und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Aufklärung, zu 50 Jahre Mondlandung, Wahrheit oder Lüge, Teil 5. Hab auch wieder einige Zuschauerfragen bekommen. Da mache ich diese Woche noch ein extra Video dazu. Und jetzt sind auch die ersten beiden Hinweise von Usern eingetrudelt. Und Robert aus Großbritannien schrieb, ich übersetze mal ganz frei: Guck dir doch mal das Bild von Apollo 11 an, Bildnummer AS11-40-5903. Das habe ich getan. Und ja, es ist schon sehr interessant, weil das ist eines der Bilder, die auf sehr vielen Buchtiteln, Artikel in Zeitungen erschienen ist. Das ist Buzz Aldrin. Woran kann man das erkennen? Das erkennt man, wenn man bisher die Folgen 1 bis 4 gesehen hat, dass Buzz Aldrin von Apollo 11 keine Kamera trug. Das heißt, alle Aufnahmen hat Neil Armstrong gemacht. Und die Besonderheit befindet sich am rechten Handgelenk. Wie gesagt, die Links sind wieder unten in der Videobeschreibung. Ich habe das Bild jetzt mal runtergeladen in High Resolution und wir schauen uns das jetzt mal näher in dem Programm View an. Da haben wir es. So, also hier, ja, da ist so was Schwarzes. Und da zoomen wir jetzt mal drauf. Und jetzt kann man schon erkennen, in der Tat, es handelt sich wohl um eine Armbanduhr. Ja. Ja, so viel größer macht keinen Sinn. Ja, ist eine Armbanduhr, keine Rolex, so viel kann man erkennen. Eine Smartwatch ist es auch nicht. Ja, welchen Sinn macht das? Jetzt müsste man, ja, um zu erkennen, an der rechten Hand trägt man ja normalerweise nicht die Armbanduhr, sondern an der linken. Und dann ist, wenn man die linke Hand zu sich her dreht, ist der 12 Uhr Zeiger immer oben. Wie ist das bei der rechten? Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, könnte auch oben sein. Tut aber auch nichts näher zur Sache. Wie gesagt, ungewöhnlich, dass man sich auf dem Mond eine Armbanduhr umschnallt. Meint ihr nicht? Die kann er sich ja auch nur in dem Landemodul angezogen haben und nicht auf der Mondoberfläche selbst. Ja, Robert, vielen Dank. Special thanks to you für diesen Hinweis. Und das eben macht das Ganze interessant, dass eben Hinweise von Zuschauern kommen,
Wenn euch etwas aufgefallen ist, bei Bildern, bei Videos, schreibt es in die Kommentare, verlinkt das, ich schaue mir das an und das hier ist doch schon mal ein ganz interessantes Fundstück. Es dürfte sich sogar um eine mechanische Uhr handeln, also keine Quarzuhr. Ich glaube, es gab zu der Zeit noch gar keine Quarzuhren. Ja, wie funktioniert eine mechanische Uhr in diesem Environment auf dem Mond bei Temperaturunterschieden? Egal. Aber interessant, er trägt eine Uhr. Okay, das wollte ich euch mal zeigen. Interessanter Hinweis. Ja. Ja, dann wurde ich gefragt, um das noch kurz abzuhandeln, warum ich immer den Hinweis gebe auf den nächsten Montag 19 Uhr. Das liegt daran, dass wer den Kanal von blognetnews.de abonniert hat, nicht unbedingt immer benachrichtigt wird von YouTube, dass es ein neues Video gibt. Das heißt, man kann sich das aufschreiben oder in seinen Kalender eintragen oder in seinen Personal Information Manager mit Alarm, dann verpasst man auch keine Folge. Im letzten Teil ging es ja um die Fahne von Apollo 15. Der erste physikalisch-mathematische Beweis, also kein Indiz, sondern ein Beweis wurde erbracht, dass Apollo 15 auf dem Mond nicht stattgefunden haben kann. Der Mond hat keine Atmosphäre, der Astronaut hat auch die Fahne nicht berührt, auch keine Bodenerschütterungen. In dem kleinen kurzen Clip, das war jetzt in der Aufzeichnung etwas schlecht zu erkennen, sieht man, dass er noch ein Stück von der Fahne entfernt ist und sich trotzdem bewegt. Und wie gesagt, das nennt man den Bernoulli-Effekt und den gibt es nur in einer Atmosphäre. Da der Mond keine hat, war es logischerweise nicht auf dem Mond. Einige möchten das immer noch nicht glauben, die sind so tief drin in ihrer Wahrnehmungsblase. Ja, denen kann ich auch nicht helfen. Was machen wir heute? Heute beschäftige ich mich wieder mit einer Fahne. Ja, wir werden es noch einige Male mit Fahnen zu tun haben. Und interessanterweise sind das die Fahnen, die von den sogenannten Debunkern oder auch von Dokumentationen gar nicht aufgegriffen werden. Also es sind Argumente, die unter den Tisch fallen. Es sind Indizien und Beweise, die unter den Tisch fallen. Man zeigt dann immer irgendwelche Fahnen, wenn irgendein Astronaut sich da zu schaffen macht und das Ding reindreht. Ja, lachhaft. Ja. So, und zwar geht es heute um eine Fahne von Apollo 14. Eine ganz spannende Geschichte. Ich spule mal ab. This is Apollo 14. The astronauts have just completed their second excursion on the moon during EVA2, and they have gone back into the ship, and they are preparing now to jettison what they will not be taking with them back to the moon. And in the upper right-hand corner of your picture, you are going to see the flag move 8 times. A total of 8 times. It will move into the picture 4 times, then it will move out of the picture 4 times. Something is clearly blowing it, and the astronauts are in the ship
preparing to jettison. Now here it is on the right side. You see it comes in. That's the first time it moves. Just watch it. It's just blowing there to the left, and then it's going to blow back to the right, and that'll be the second instance. There you go. It blew back to the right. Have you seen that before? I don't think so. I don't think you've seen that before. Okay, and Terry, could you verify suit relief and auto, please? Recall that we are in a vacuum, and there is virtually no air pressure capable of making wind. So, what is happening here? There it is again. Quite spectacular if you haven't seen it before. It's just blowing in the breeze. And there is no possible scientific explanation that fits this scenario with the astronauts in the ship. This is a clear smoking gun, folks. Clear smoking gun. Okay, Houston, suit relief is now on auto. Okay, thank you, Al. So this is a sustained blow here to the left. It's still there. It's still blowing in the breeze. And it will now blow back to the right. And we've been told by NASA and their defenders that anytime you seem to see the flag moving, that in reality, it's only moving because the astronauts are touching it and maneuvering it. And the only other time that NASA has stated the flag moved is when the rockets fired during the ascent from the moon, and the jet blast comes back and ricochets off the descent stage, which remains on the moon, and causes a wind blast that makes the debris scatter and the flag move. It's important for you to see this in its entirety without me editing it. So we're just going to be quiet here for a minute or two till the last few flag waves happen on the right, and then we will move on. Enjoy the music and pay attention. There it goes. There's number 5. It will blow back. That's number 6. And here comes number 7. And there goes number 8. Okay, that's 8 times. Now you are looking at an official NASA.gov page, Earth's Moon Fact. And the second question? So. Kurz für die, die Englisch schlecht verstehen. Beide Astronauten sind in der Landefähre und die Fahne, unschwer zu erkennen, dass es die Fahne ist, rote und weiße Streifen, die Fahne bewegt sich. Wie kann man das erklären? A, es gibt noch einen dritten Astronauten, den gab es aber nicht. B, der Mond hat doch eine Atmosphäre. Das ist schon eine Erklärung der letzten Verzweiflung für die NASA-Jünger. Der Mond hat keine. C, eine Hilfskraft an diesem Foto- und Videoset hat sich nochmal an der Fahne zu schaffen gemacht. D, es war einfach eine Brise Wind. Ja? Welche von diesen Erklärungsmöglichkeiten ist nach Ockhams Rasiermesser die wahrscheinlichste? Gucken wir mal weiter. Down concerns whether the moon landings were fake because the flag was seen to move.
Quote, "My friend said that the moon landing is fake because of the flag. When you put it on the surface, there is no wind, so how could the flag move?" The person who answers the question is Stefan Edberg, astronomer, NASA Jet Propulsion Laboratory. Who is Stefan Edberg? Well, we can see that he is a scientist at the Jet Propulsion Laboratory at NASA. We can also see that he was assigned to Galileo and Cassini and a number of other projects. He is well known in his field. He is admired. He has published many peer-reviewed papers and done interviews on behalf of NASA, and he even has a minor planet named after him in recognition of the work he has done with the space program. Quote, "The only reason the flag moves is because the astronauts are setting it up. For a few seconds after they let it go, it swings a little bit, and then that dies out, and there is no more motion. The only wind on the moon came when the lunar module carrying the astronauts turned on its rocket engine and lifted off the surface to rendezvous with the command module orbiting the moon with the third astronaut. The engine exhaust briefly creates wind as it is deflected sideways by the LM's descent stage, which stayed on the moon. After exiting downwards from the engine in the ascent stage, the exhaust went sideways until the ascent stage was high enough that the exhaust no longer impinged on the descent stage or surface." End quote. And then the final paragraph states, quote, "I don't understand why some people think the landings on the moon were faked." End quote. Considering the fact that you just testified to us that the only wind created on the moon is when the rockets are firing, and this flag here is flapping in the breeze, perhaps if you looked at this evidence, Scientist Edberg, you might have the same questions as us. Now let's take a look at a question posed in 2004 at the Bad Astronomy Forum, which is now called CosmoQuest. Unfortunately, the question involves a video clip for which we do not have high-resolution video, so this super fuzzy ALSJ clip will have to suffice. AJV states, quote, "I had a look at the fuzzy video clips from ALSJ, and I think you can see the flag actually turning from pointing almost towards the LM to not being visible in the frame at around 1:31:10:27. This is while the crew are waiting for the pressure to drop enough to open the hatch for the second EVA. The ALSJ video frames are truncated on the right." Before taking a look at the pre-EVA flag movement, I want to return to the post-EVA flag movement and do a side-by-side comparison between the high-resolution video where you can see the flag moving and the ALSJ truncated version. Hosted at nasa.gov, they are definitely damage control. Okay, Houston, Victor relief is now on auto. Okay, thank you. 9 days after AJV claimed that the flag had been blown, the ALSJ people made an official response to the Bad Astronomy Board. And here it is, quote, "As one of the posters noted, the flag swings around the pole in response to cabin depression. It would be a very interesting exercise in fluid dynamics to estimate how long it would take expansion of the dumped gas to reach the flag and how much force it would impart. There are folks who know how to make such estimates, but I'm not one of them." End quote. That is complete bunk. The idea that the oxygen escaping during depressurization of the ship could somehow create a wind to move that flag back and forth 8 times or to move it at all is completely ridiculous. Furthermore, it contradicts what NASA scientist Stefan Edberg told us. This is because any amount of oxygen coming out of the depressurization nozzle or from the hatch when it was opened would suddenly rush into the vacuum with the particles going in every direction at once. So let's take a look at some scientific documents that prove this point. The first is an article from nasa.gov entitled, "Is There an Atmosphere on the Moon?" Looking at the top paragraph in the image, I quote, "One of the critical differences between the atmospheres of Earth and the Moon is how atmospheric molecules move. Here in the dense atmosphere at the surface of Earth, the molecules' motion is dominated by collisions between the molecules. However,
the moon's atmosphere is so thin, atoms and molecules almost never collide. Now let's follow up with an article posted by one of the staff at Strathclyde University in Glasgow. At typical space shuttle operational altitudes, the pressure is approximately 10 billion times lower than at sea level. At these extremely low pressures, the mean free path is several kilometers in length. Now this is the beginning of EVA2, and you see the flag. It looks like a white square in the top right hand of the screen. It is going to clearly blow from left to right, and this is the part that they were discussing in the Bad Astronomy Forum. And here it is. The flag swings all the way left to right, including the bar that holds the flag, and we're supposed to believe that this happened on the moon. We're going to go back to the ALSJ and we're going to see their attempted defense, but they completely admit that the flag moves in that clip and that the flag moves later on after the EVA. But in this clip I just showed you, the entire flag moves. It turns from left to right, which means not only the cloth fabric, but the bar that holds it up that we've heard so much about all these years, that has to turn with the flag as well. And we're supposed to believe that in the vacuum of space, the air coming out of the ship caused some sort of wind, which we know is not possible. Now let's take a look at the Apollo Lunar Surface Journal as they try to explain both of these flag movements. During the depressurization, the released oxygen flows out of the dump valve into the lunar vacuum. Figure 9-4 from the Apollo 14 preliminary science report shows the arrival of the released oxygen at the CCIG experiment. And then they offer a disclaimer, quote, "The limited availability of Apollo 14 data does not allow us to be very precise." Actually, that's false. All the data that is necessary is contained in the Apollo 14 preliminary science report, which they have mentioned in their so-called defense. When they refer to the CCIG, they are referring to the cold cathode experiment, which measures the density of the lunar atmosphere. And we have the necessary readings right here. They mentioned this graph in their defense, but it actually destroys their alibi. The pressure of the atmosphere is measured on the left side where it says pressure torr, and you will see that the pressure changes from 10 to the minus 7 approximately to almost 10 to the minus 6. That is an infinitesimal amount. That is a tiny, tiny amount. You cannot even imagine how small that is, and that is not enough pressure to do anything. Take a look at that number to the left. 10 to the minus 6 torr is 0.000001. Again, seeing that the highest peak reached of the air pressure upon release of the oxygen as measured by that experiment is almost 10 to the minus 6. The Pascal number that corresponds to 10 to the minus 6 on the right is 0.00013. This is a graph that measures the orders of magnitude in Pascal, and the appropriate column is the second from the left under pressure. You will see that 1 Pascal is the pressure of a dollar bill lying flat on a surface. 10 Pascal is the pressure of a gentle breeze. Now look at the bottom row of the Beaufort scales. These measure wind speed and pressure. Under name, you will see gentle breeze. To the left of that, miles per hour, 8 to 11. In the right-hand column, you will see conditions on land, and at the bottom, for gentle breeze, it says flags extended, leaves move. So, if you need 10 Pascal for a gentle breeze, and the best you can manage is 0.00013, then Houston, we have a problem.
Zeitgründen kann ich jetzt nicht hier alles übersetzen, aber die Aussage ist klar geworden. Es gibt von der NASA keine sinnvolle Erklärung, warum sich diese Fahne bewegt. Ja? In Teil 1, Teil 2 und 3 hatten wir ja schon starke Indizien präsentiert. In dem letzten Teil ebenfalls eine wehende Fahne, in diesem Teil wieder eine wehende Fahne, von einem Astronauten weit und breit, genau, breit nichts zu sehen. Würde ein Gericht diese Fakten präsentiert bekommen, um zu entscheiden, ein Kläger gegen die NASA, der Richter hätte gar keine andere Wahl, als gegen die NASA zu entscheiden. Und zwar aus logischen Gründen. Ja? Die Apollo-Fans und die NASA-Jünger, klar, die streiten das ab, die gibt es immer. Solche Jünger wird es immer geben. Ja? Völlig verblendete der Aufklärung nicht offenen Leute. Und so ähnlich sind übrigens auch die Flacherdler. Ja? Die Flacherdler behaupten ja nicht nur, dass die Erde eine Scheibe ist, also flach. Die behaupten ja auch, es gab nie die Dinosaurier. Es gibt keine Satelliten. Der Mond ist ein Hologramm. Die ISS ist ein Modell in einem großen Waschbecken. Ja, das kann man ja alles annehmen. Ja, das sind ja, ich sag mal vorsichtig, das sind ja Arbeitshypothesen, aber dann muss man die auch belegen können. Und da schwächeln die Flacherdler enorm. Die ISS kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Man kann sie sogar fotografieren. Ob das, was die NASA uns über die ISS erzählt, das auch wirklich so ist, weiß ich nicht im Detail. Spielt auch keine Rolle. Gemogelt wird überall. Ja? Ich sag nur Diesel, ja? Autos. Aber okay, es geht ja um Erkenntnis, um Aufklärung. Hier ist jetzt schon der zweite und sehr überzeugende Beweis geliefert worden, dass da auf dem Mond kein Amerikaner rumgehüpft ist. Ja? Ja, das mal zur Fahne von Apollo 14. Ja, dann habe ich noch einen zweiten Hinweis bekommen. Der User möchte anonym bleiben. Er schrieb Folgendes: Der Bruder meines Vaters war fast 20 Jahre für die NASA tätig. Er war entscheidender Koordinator für die Kommunikation zwischen der Firma, die die Mondlandefähre, und das war die Firma Grumman, für die Kommunikation zwischen Grumman und NASA war er zuständig, und die Konstruktionspläne der Mondlandefähre und auch die dazugehörige technische Dokumentation war dermaßen grottenschlecht, dass, wie gesagt, das war ja dann sein Onkel, dass sein Onkel angenommen hat, dass das mit der Mondlandung nie was werden kann.
Dazu muss man so ein bisschen wissen über solche Projekte, wie da der Umfang von technischen Dokumentationen aussieht. Und der beschreibt das auch. Für die Mondlandefähre war die technische Dokumentation knapp 120 Seiten. Ja. 120 Seiten, ein paar Zeichnungen und das war's. Wenn man das vergleicht mit einem Trainingsjet für Kampfflieger, für so einen Trainingsjet hat die technische Dokumentation einen Umfang zwischen 12.000 und 16.000 Seiten. Ja, und da weiß man, was der Vogel gepfiffen hat. Hm? Ach ja, der Ausschnitt, aus dem diese Dokumentation ist, wird es spätestens Anfang September in einer deutschen Übersetzung geben. Ja, was ist noch zu sagen? Interessant ist, dass die Zahl derjenigen, die an der Mondlandung in der Form, wie die NASA sie uns verkaufen will, zweifeln, die wird von Jahr zu Jahr größer. Ja, ja, was wird im nächsten Teil? Beschäftige ich mich nochmal mit einer Fahne und das ist ähnlich, wenn nicht sogar spannender als in diesem Teil. Und wir arbeiten uns so langsam, Stück für Stück, arbeiten wir uns indizien- und beweistechnisch immer höher. Und da wird die Luft für die NASA-Jünger immer dünner. Aber wie gesagt, selbst wenn, das sage ich jetzt nicht, ja, kommt in einem der nächsten Teile. Ja. Es wird selbst dann noch welche geben, die daran glauben, dass die Menschen auf dem Mond waren, wenn das VLT in der Atacama-Wüste die Teleskope auf den Landeplatz von Apollo 11 richtet und feststellen muss, da ist nichts. Weil dann gibt es die nächste Verschwörungstheorie. Und zwar die Verschwörungstheorie der Gläubigen. Das ist ja alles gefälscht, das ist alles rausretuschiert. Die wollen gar nicht, dass wir wissen, dass die auf dem Mond waren. Ja? Naja, der Mensch ist schon ein wundersames Wesen und deswegen auch so spannend, die Geschichte. Ja. Ich habe ja mit dem VLT Kontakt aufgenommen, weil der eine Ausschnitt aus, ich glaube, es war Teil 3, dass man auf dem Mond die Hinterlassenschaften von allen Mondlandungen sehen kann. Ist ja bis jetzt nicht gemacht worden. Wobei ich das gar nicht glaube. Ich glaube, die Jungs beim VLT haben sich irgendwann mal in einer Bierlaune gesagt, du, komm, wir schnappen uns morgen mal 2 Stunden Zeit, wir gucken da mal ganz genau hin. Und was haben die gesehen? Nichts. Aber das können sie gar nicht öffentlich machen, weil dann sind die ihren Job los, ne? Ist ja klar. Ist ja völlig klar. Ja, das soll es mal für heute gewesen sein. Wie gesagt, diese Woche gibt es noch eine Folge Zuschauerfragen und nächsten Montag 19 Uhr Teil 6.
50 Jahre Mondlandung. Lüge oder Wahrheit. Ja. Hinterlasst Kommentare, teilt es und wenn ihr Hinweise habt, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, setzt den Link rein. Es ist auch geplant, vielleicht diesen Monat nicht mehr, aber im nächsten mache ich einen Livestream. Ich habe dazu auch Professor Lesch eingeladen. Ja. Der hat ja Armstrong persönlich kennengelernt. Und weil er ihn persönlich kennengelernt hat, hat ihn das überzeugt, dass er auf dem Mond war. Ist auch Aufschnitt. Jeder Depp, der auf den Mount Everest steigt, macht ein Gipfelbild. Und man kann das auch prüfen, ob es echt ist. Nein, Professor Lesch, wenn der Armstrong sagt, er war auf dem Mount Everest, dann war er da oben. Ja, in diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend und ja, bis demnächst.